Hallo, heute möchte ich euch nochmal dieses Muschel-Spiralmuster zeigen und zwar in einem Rucki-Hucki-Style, das heißt, es wird für Anfänger geeignet sein, etwas abgeändert und auch viel langsamer von der Aufnahme näher ran, da auch einige Anfragen kamen, möchte ich heute euch, wie gesagt, dieses Muster einfach nochmal in einer etwas abgeänderten Form zeigen. Und zwar werde ich diesmal am Anfang hier 4 Stäbchen freilassen und wie beim normalen Muster eigentlich auch in jeder Runde immer 2 von unseren Löchermustern freilassen. Hier in dem Muster habe ich es bis zum Ende hin, habe dort diese, wie man jetzt an den Pfeilen sieht, dort meine 2 Lochlöcher gelassen und nicht wie bei dem schwarzen die 4 Stäbchen frei. Da, wie gesagt, das Ganze etwas abgeändert gearbeitet wird, habe ich wieder auch jetzt die Nadelstärke 3 und Catania von Schachmeier benutzt in Weiß, Schwarz und Grau. Das Ganze, wie gesagt, abgeändert, dadurch, dass es dann einfacher zum Verständnis her ist, wie man einmal rundherum das Muster arbeitet, weil es bei dem ersten Teil nicht hundertprozentig nah rangefilmt war oder auch gut zu sehen ist, möchte ich jetzt in diesem Teil die leicht abgeänderte Form euch nahe bringen und dann könnt ihr euch auch gerne, sage ich mal, an das bunte Spiralmuster ranwagen und es versuchen nachzuarbeiten. So, als allererstes schlagen wir 20 Luftmaschen an. In die allererste Masche einstechen, mit einer Kettmasche zu einem Ring schließen. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen für das erste Stäbchen, zählen dieses mit und arbeiten in unseren Ring insgesamt 38 Stäbchen.
Mit einer Kettmasche anschlingen und schließen. Na, der Faden möchte nicht wie ich. Nochmal. Und schließen. So, ich lege mir das Ganze jetzt auf den Tisch, schiebe mir das etwas zurecht, weil das Ganze doch arg locker ist, damit jedes Stäbchen schön seinen Platz findet und wir einen schönen Kreis haben. Jetzt folgt die nächste Runde. In der nächsten Runde arbeiten wir wie folgt: 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen, eine Luftmasche für die Lücke und das wiederholen wir nun in jeder Masche. Ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche. Das Ganze einmal rundherum. So erhalten wir dann wieder insgesamt 38 Stäbchen mit dazwischen einer Luftmasche. In das erste Stäbchen einstechen und mit einer Kettmasche zum Ring schließen. Jetzt lege ich mir das Ganze wieder hin, ziehe mir das etwas gerade, damit es wieder schön flach zu einem Ring wird. So, in der darauffolgenden Runde arbeiten wir nur in unserer Luftmaschenlücke weiter. Das heißt, wir werden anketten, dass wir in die Lücke kommen, arbeiten dort von der Lücke aus weiter, und zwar in jede Lücke folgen nun 2 Stäbchen. Das heißt, die 3 Luftmaschen ersetzen das erste Stäbchen und ein Stäbchen in dieselbe Lücke. Und das machen wir jetzt überall, wo wir eine Luftmaschenlücke gelassen haben. In jede dieser Lücken arbeiten wir nun 2 Stäbchen rein und das Ganze einmal rundherum.
So arbeitet ihr jetzt einmal ganz rundherum und so sieht das Ganze aus, wenn es dann fertig ist. Und zwar haben wir einmal 38 Stäbchen im Ring, danach folgen nochmal 38 Stäbchen mit der einen Luftmaschenlücke und ganz außen haben wir jedes Mal 2 Luftmaschen in diese Lücke gearbeitet und erhalten dort 76 Stäbchen. Wer möchte, kann den Innenring dann kleiner machen, muss sich das Ganze auch nur ausrechnen, dass er zum Schluss dann auf 76 Stäbchen rauskommt. Und wie gesagt, das Ganze 2 Mal. Nun geht es weiter. Ich nehme jetzt Weiß, schlinge irgendwo an, wo mir das jetzt gerade gefällt, so rum, und arbeite hier ein Stäbchen, und zwar ersetzt durch die 3 Luftmaschen. Also anschlingen und 1, 2, 3 Luftmaschen arbeiten. Jetzt brauchen wir Platz für die Lücke, und zwar sind das 2 Luftmaschen. Das heißt 1, 2 für die Lücke dazu. Nun nehme ich den Faden auf, lasse 2 Stäbchen aus. 1, 2 auslassen, ins dritte steche ich ein, arbeite hier mein Stäbchen und habe somit meinen ersten Block. 2 Luftmaschen für die Lücke, 2 Stäbchen auslassen, 1, 2 ins dritte einstechen und wieder ein Stäbchen arbeiten. So. 2 Luftmaschen für die Lücke, 2 Stäbchen auslassen, ins dritte einstechen, ein Stäbchen arbeiten, 2 Luftmaschen wieder, 2 Stäbchen auslassen, ins dritte einstechen, ein Stäbchen arbeiten, 2 Luftmaschen für die Lücke, 2 auslassen, ins dritte einstechen, ein Stäbchen arbeiten, 2 Luftmaschen für die Lücke, 2 auslassen, dritte einstechen, ein Stäbchen arbeiten. Und das Ganze wiederholen wir, bis wir am Ende angelangt sind, lassen dabei aber 4 Stäbchen aus. 2 auslassen, ein Stäbchen. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir arbeiten, wie gesagt, einmal rundherum und lassen zum Schluss 4 Stäbchen aus. Und zwar die letzten 4. 1, kann man sie erkennen? Genau, die letzten 4 Stäbchen am Ende lassen wir aus. 1, 2, 3, 4. Das ist unser letztes Stäbchen. Jetzt arbeiten wir das Ganze nach dem Muster weiter rundherum und zum Schluss die 4 Stäbchen auslassen. Wenn ihr das Ganze dann wie das bunte Muster machen möchtet, arbeitet ihr bei diesem Muster dann bis zum Ende durch. Lasst dann einfach nur die 2 großen Lücken frei. Wir lassen jetzt hier Stäbchen frei, damit das Ganze einen einfachen Touch bekommt.
So, meine 4 Stäbchen zähle ich mir runter. Das heißt, ich arbeite das ganze Muster noch einmal. 2 Luftmaschen für die Lücke, 2 auslassen, ins dritte einstechen, ein Stäbchen arbeiten. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir diese Runde beendet haben. In der nächsten Runde fangen wir jetzt an, die ganzen Lücken zu füllen. Hier haben wir unsere Lücke gelassen, was wie gesagt beim bunten Muster wir nicht machen, aber so ist das Ganze auch einfacher. Wir machen 3 Luftmaschen wieder fürs erste Stäbchen, drehen das Ganze um und füllen nun unsere Lücke aus. Und zwar in jede einzelne Lücke, die wir gemacht haben, füllen wir genau so viel Stäbchen rein, wie wir als Lücke gelassen haben. Das heißt 2 Stäbchen. Also 2 Stäbchen in die Lücke. 1 und 2. Und wieder ein Stäbchen arbeiten. Jetzt kommt wieder die Lücke. 2 Stäbchen in die Lücke. Und wieder ein Stäbchen. Das Ganze arbeiten wir jetzt rundherum.
am Ende angelangt, 2 Stäbchen in die Lücke und jetzt zählen wir ab, 1, 2, 3, in die dritte Masche einstechen und dort kommt unser allerletztes Stäbchen hin. Jetzt machen wir eine Luftmasche und der Faden kann ab. Normalerweise vernähe ich alle Fäden immer vorher, diesmal werde ich das erst zum Schluss machen. So sieht der Anfang von unserer Spirale jetzt aus. Jetzt fangen wir an mit einem Farbwechsel und werden wieder, wie das Muster sich so ergibt, 2 große Lücken auslassen. Das heißt, an der einen Seite haben wir eine gerade Kante. Ich wähle die Seite, wo ich den Faden habe. Und auf der anderen Seite werden wir immer unsere 2 Lücken lassen. Also wir schlingen ins erste Stäbchen von dieser Reihe an. 1, 2, 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen. Jetzt haben wir in der vorderen Reihe immer 2 Luftmaschen für die Lücke gelassen. 1 und 2. Und dann kommt wieder ein Stäbchen. Das heißt, jetzt wollen wir größer werden. Also machen wir 3. 1, 2 und 3. Jetzt schauen wir an, wo unser Stäbchen ist. Und zwar hier, kann man das sehen, führt genau eine Stäbchenreihe nach unten. Auf dieses Stäbchen hier, Moment, machen wir wieder ein Stäbchen. Jetzt haben wir unser erstes Kästchen. 1, 2, 3 Luftmaschen jetzt als Lücke. Wir schauen wieder drunter, wo unsere 2, da ist das dritte, das wäre unser Stäbchen. Hier arbeiten wir wieder unser Stäbchen, sodass die Stäbchen zwischen den Lücken immer eine Linie ergeben. Ich denke, das kann man ganz gut erkennen, dass es eine Linie ist. 1, 2 und 3 für die Lücke diesmal. 1, 2, hier ist mein Stäbchen, einstechen und das Stäbchen. 1, 2 und 3. 1, 2 ins dritte einstechen und das Stäbchen arbeiten. 1, 2, 3 für die Lücke. 1, 2, 3 ins dritte einstechen, ein Stäbchen arbeiten. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da ist mein Stäbchen. Man sieht immer, wo das darunter liegende Stäbchen zwischen den beiden Lücken ist. So muss man manchmal gar nicht mehr zählen, weiß genau, wo man einstechen soll, wo das Stäbchen dann noch hingehört. Die Lücke wird, wie gesagt, größer. Vorher waren es 2 Luftmaschen für die Lücke, jetzt sind es 3 Luftmaschen für die Lücke. Das Ganze arbeiten wir jetzt rundherum. Einmal rundherum und lassen die letzten beiden großen Lücken, die ich hier zeige, werden ausgelassen. Sodass das Ganze die S-Form bekommt, werden immer pro Reihe ab sofort, nicht wie am Anfang jetzt die 4. Hier nehmen wir jetzt die letzten beiden großen Lücken. In diesen beiden großen Lücken befinden sich 2 Stäbchen, so haben wir wieder unsere 4 Stäbchen. Also, bis dahin arbeiten wir, dass die letzten beiden großen Lücken Reihe für Reihe immer freigelassen werden. Einmal rundherum. 1, 2, 3. Stäbchen. Na komm schon. Und 1, 2 und 3 und wieder ein Stäbchen. Das so weit, bis wir bei dem Stäbchen angelangt sind, vor den letzten beiden großen Lücken.
ein Stäbchen, 1, 2, 3, das letzte Mal, hier kommt es rein, Moment, ich zeige, hier 1, 2 Lücken, letztes Stäbchen, hier unser letztes Stäbchen für die Reihe in Schwarz. So, ich lege das mal hin, damit man wieder sehen kann, wie das Ganze aussieht. Die letzten beiden Lücken hier sind frei. Jetzt müssen wir nur noch jede Lücke wieder befüllen. Das heißt, wir machen 3 Luftmaschen wieder für das erste Stäbchen. So, jetzt 1, 2 und 3, drehen das Ganze um und werden jetzt die Lücke füllen mit der Anzahl der Luftmaschen, die wir ausgelassen haben. Und diesmal sind es ja 3, also 3 Stäbchen in die Lücke. Jetzt aufs Stäbchen, das Stäbchen gearbeitet und wieder die Lücke füllen mit 3 Stäbchen. 2 und 3. Wieder ein Stäbchen auf die Stäbchenreihe und die Lücke wieder füllen mit 3 Stäbchen. Das Ganze einmal rundherum. In der letzten Masche angelangt. 3 Stäbchen für die Lücke. Und 3. 3 Luftmaschen hochziehen. 1, 2, 3. Und in die dritte einstechen. Und hier ist unser letztes Stäbchen. Eine Luftmasche, der Faden kann ab. So sieht das Ganze jetzt aus. Man sieht, wie auf der einen Seite schon sich das Ganze zu einer Spirale verkürzt und auf der anderen Seite gerade bleibt. Da kommt dann unser zweites Muschelmuster, Entschuldigung, dann auch dran gekettet. Das zeige ich euch dann auch. Schritt für Schritt und schön nah und langsam, damit man sieht, was ich meine mit Anketten. Jetzt folgt ein Farbwechsel. Jetzt könnte ich eigentlich wieder weiß nehmen und somit immer im Wechsel arbeiten, aber ich denke, eine dritte Farbe ist gar nicht verkehrt. So nehme ich jetzt einfach das Grau, was ich von der Mitte her habe, nehme meine gerade Seitenlinie, die sich jetzt hier auf dem Bild oben befindet, schlinge da an und werde von dort aus weiterarbeiten, damit ich eine gerade Kante und eine verkürzte Kante habe. So. Hier ist meine gerade Kante, nehme ich das letzte Stäbchen, was ich sehen kann, schlinge dort mit meiner neuen Farbe an, mache 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen, 1, 2 und 3. Wir hatten davor eine Lücke von 3 Luftmaschen, also machen wir jetzt eine Lücke von 4 Luftmaschen und zwar jedes Mal 4 Luftmaschen, ein Stäbchen, 4 Luftmaschen, ein Stäbchen und nicht vergessen, auch 4 Maschen auszulassen unten drunter. Das heißt, wir haben jetzt 4 Luftmaschen für das Stäbchen, schauen uns an, hier ist unsere Reihe mit unseren Stäbchen zwischen der Lücke, man kann das immer schön erkennen, in dieses Stäbchen stechen wir ein
machen ein Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Wir suchen uns wieder das darunterliegende Stäbchen von den Lücken aus und wieder ein Stäbchen. So wie die Reihe davor auch. Anstatt aber 3 Luftmaschen machen wir diesmal 4 Luftmaschen. Hier kann man die Lücke schön erkennen immer. Dort waren 3. Hier ist unser Mittelstäbchen. Einmal anketten bzw. ein Stäbchen da drin arbeiten. So haben wir immer die gleiche Reihenhöhe von den Lücken, nur dass die Größe sich ändert. Wir hatten davor 3 Luftmaschen für die Lücke, jetzt 4. Das Ganze einmal wieder bis zu den Stäbchen vor den letzten beiden großen Lücken, damit wir das Ganze auch wieder auslassen können, damit die eine Seite sich verkürzt, die andere bleibt gerade. Das zeige ich euch dann gleich, bis wohin wir diese Runde arbeiten werden. So, hier bei dem Weiß kann man sehen, haben wir die letzten beiden Lücken ausgelassen. Das heißt, auch bei dem Schwarz werden wir dann wieder die letzten beiden Lücken auslassen und bis zu dem Stäbchen vor diesen beiden großen Lücken arbeiten, damit das Ganze auf der einen Seite sich verkürzt und auf der anderen Seite gerade bleibt. 1, 2, hier fehlen sie, wie man sieht, machen wir es auf der anderen Seite auch. Hier sind es dann 4. Wenn wir ab hier aus weiterarbeiten, haben wir die letzten beiden ausgelassen. Das ist unsere letzte Stäbchen und dort haben wir dann wieder die letzten beiden großen Lücken ausgelassen, damit die Seite, wie gesagt, sich verkürzt. Bis dahin arbeitet ihr nun nach dem Muster weiter. Ein Stäbchen, 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, ein Stäbchen. Und 4 und ins letzte Stäbchen. Ein Stäbchen kommt jetzt, weil dann unsere beiden großen Lücken da sind. Also ein letztes Mal. 1, 2, 3, 4 und ein Stäbchen. Na komm schon. Und die letzten beiden auslassen. Hier haben wir unsere gerade Linie. Oben wird das Ganze spiralförmig immer kürzer. 2 Lücken. Und jetzt brauchen wir das Ganze nur noch wieder befüllen. Das heißt, wir arbeiten jetzt weiter. Und zwar 3 Luftmaschen für das erste Stäbchen. Einmal wenden. Die Anzahl der Stäbchen in die Lücke, wie wir sie ausgelassen haben, und zwar 4 Mal.
1, 2, 3 und 4 und wieder ein Stäbchen. Man kann das, glaube ich, ganz gut erkennen. 4 in der Mitte, außen jeweils ein Stäbchen und das Ganze einmal rundherum gearbeitet. 4 in jede Lücke und rechts und links die Stäbchen nicht vergessen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr arbeitet es einmal komplett rundherum, bis ihr am letzten angelangt seid. Wie jetzt hier, meine letzte Lücke. Man kann das sehr schön erkennen. Überall immer 4 Stäbchen in die Lücke, also somit hier jetzt auch 1, 2, 3 und 4. Eins, zwei, drei, in die dritte Masche einstechen und das letzte Stäbchen für den Rand arbeiten. Hier bin ich. So, eine Luftmasche und der Faden kann wieder ab. Es folgt wieder ein Farbwechsel. So. Die Fäden nachher noch vernähen. Und jetzt arbeite ich, denke ich mal, mit Weiß weiter, damit das Ganze sich wiederholt. Nach dem Muster, wie wir es eben gelernt haben, jedes Mal mit den letzten 2 großen Lücken lassen. So, jetzt nehme ich meinen weißen Faden an der geraden Seite ins letzte Stäbchen eingestochen, angeschlungen, 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen. Wir hatten jetzt 4, 1, 2, 3, 4, also folgen jetzt 5. 1, 2, 3, 4, 5 für die Lücke. Ich suche mir das Stäbchen zwischen der Lücke, was in jeder Reihe immer identisch ist, steche hier ein und mache dort mein Stäbchen und habe meinen ersten Block. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder mein Stäbchen zwischen der Lücke da und ein Stäbchen arbeiten. 1, 2, 3, 4, 5 für die Lücke. Die Maschen in der Lücke auslassen und wieder ein Stäbchen arbeiten. Das Ganze wieder so weit, bis wir die letzten beiden großen Lücken von dem Grau auf der Endseite auslassen können, damit das Ganze auf der anderen Seite sich wie immer verkürzt.
So sieht das ganze Muster jetzt aus. Ich drehe mir das Ganze einmal nach oben. Da sind meine beiden Lücken. Gucke jetzt bei Grau. 1 und 2. Also ist das davor hier, das dritte, mein letztes Stäbchen in dieser Reihe, was ich mit Weiß arbeiten werde. Ein letztes Mal vor meinen beiden Lücken. 1, 2, also hier ein letztes Mal. 1, 2, 3, 4, 5. Und das letzte Stäbchen in dieser Reihe. Die letzten beiden lassen wir wieder aus. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Seite ist gerade, die andere Seite verkürzt sich. Also füllen wir wieder die Lücken mit 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen. Einmal wenden und in die Lücke 5 Stäbchen arbeiten. 1, 2, 3, 4 und 5. Und 5, jetzt sind wir bei 5, Entschuldigung, verzählt. So, hier mein Stäbchen. Man kann schön erkennen, 5 Stäbchen in der Mitte, rechts und links ein Stäbchen. Also wieder in die Lücke, 5 Stäbchen arbeiten. Und wieder bei dem Stäbchen ein Stäbchen arbeiten. Und das Ganze einmal rundherum, bis wir an dem Ende wieder angelangt sind, dass wir an unseren letzten Lücke von dem Weiß angelangt sind. Einmal am Ende. Jetzt ist die letzte Lücke. Auch hier folgen wieder 5 Stäbchen für die Lücke. Und 5. 1, 2, 3 in die dritte Masche einstechen, die dritte Luftmasche, und hier ist unser letztes Stäbchen für die Reihe. Moment, da hat sich so ein Faden etwas verdreht. Und das letzte Stäbchen. Das heißt, wir können jetzt wieder eine Luftmasche machen und den Faden abschneiden und wieder einen Farbwechsel vornehmen. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir mit dem Muster soweit gearbeitet haben. Ich werde jetzt wieder im Wechsel einfach die Farben nehmen. Also nehme ich jetzt wieder Schwarz und werde das Muster weiterarbeiten. Und zwar 2 Mal noch insgesamt. Wir sind jetzt bei 5, danach kommt die 6, die 7, sodass ich einmal 6 Mal die Luftmaschenlücke habe. Mit immer nicht vergessen zum Schluss die letzten beiden auslassen. Und danach nochmal eine Runde, damit ich 7 Luftmaschenlücke habe mit 7 Stäbchen danach. Und dann kann ich auch schon mit meiner anderen Seite anfangen. Damit das Ganze nicht zu breit wird, reicht es, wenn man das Ganze insgesamt jetzt noch 2 Mal weitermacht und dann 7 bei der Zahl 7 von der Luftmaschenlücke her angelangt sind.
So, dann zeige ich jetzt die Runden noch weiter und danach, wie wir mit dem anderen Kreis anfangen.
So, das Ganze sieht nun wie folgt aus, wenn wir unsere erste Hälfte von unserem Spiralmuster fertig gearbeitet haben. Zum Schluss müsst ihr das Ganze, wie gesagt, auch am besten vielleicht mal glätten, plätten oder mit Sprühstärke bearbeiten und die Fäden dann auch noch alle vernähen. Das mache ich ganz zum Schluss erst. Ich bin heute etwas fauler, muss ich sagen, und zeige euch jetzt, wie ihr mit dem zweiten Ring weiterarbeitet und das Ganze dann anschlingt, damit das zu einem Muster wird. So, ich werde jetzt Grau nehmen, weil die letzte Farbe von mir oben war mein Grau, weil wir fangen jetzt nicht von der Mitte an, sonst haben wir 2 halbe Spiralen, sondern wir wollen ja eine S-Form arbeiten. Also, wir nehmen dann wie gesagt das Grau, was oben ich als allerletzte Farbe in meiner Runde hier verwendet habe, und arbeite jetzt das Muster wie hier am Anfang mit meinem Weiß. Und zwar schlinge ich einfach irgendwo in meiner Spirale an mit meinem jetzt Grauton. Davor das letzte an Farbton, was ich benutzt habe, jetzt mein erster Ton. Einfach irgendwo anschlingen. Und wie am Anfang mit dem weißen Muster arbeiten wir nun 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen, 2 Luftmaschen für die Lücke, 2 Stäbchen auslassen, ins dritte einstechen, ein Stäbchen arbeiten, 2 Luftmaschen wieder für die Lücke, 1, 2, 2 auslassen, ins dritte ein Stäbchen arbeiten. Das Ganze rundherum, wie auch am Anfang bei der weißen Farbe, bei unserer allerersten Runde, bis wir die letzten 4 Stäbchen erreicht haben, und diese lassen wir genau wie da bei dem ersten Kreismuster auch wieder aus. Eins, zwei, 1, 2 auslassen, ins dritte einstechen, ein Stäbchen,
1, 2, 1, 2, auslassen. Moment, nachzählen. Wir sind schon am Ende. Wir wollen ja unsere letzten 4 Stäbchen wie bei dem weißen auch auslassen. Das heißt, wir sind jetzt hier schon am Ende angelangt und können nun oben anschlingen, damit das Ganze zu einer S-Form wird. Und das zeige ich euch dann jetzt, weil wir schlingen immer dann an, wenn wir die Lücken füllen. Und zwar einmal verkehrt herum. Wir sind jetzt oben und schlingen einmal unten und einmal oben an. So, hier haben wir unser erstes Stäbchen von der geraden Seite. Einmal durch und anketten. Unten wird oben angekettet. Jetzt machen wir eine Luftmasche, drehen das Ganze hier auf den Kopf und gehen unten in das erste Maschenglied, also das letzte sozusagen, dann von der anderen Seite über Kopf arbeiten. Einmal einstechen und hier auch einmal anketten. Dann drehen wir das Ganze und befüllen die Lücke. Wir können den Anfangsfaden ein Stück mitnehmen. Ich habe mich einmal verdreht. Moment, ich muss mir das kurz einmal hinlegen. Jetzt habe ich einmal zu viel gedreht. So rum gehört es, genau. Damit man einmal so in die Richtung weiterarbeiten kann, damit das aussieht, als ob das Spiralmuster einfach weiterläuft. Im Laufe des Videos werde ich euch noch öfters zeigen, wie man das Ganze anschlingt, dieses auch kommentieren, weil alles andere, denke ich mal, wisst ihr genug. Wie man die Lücken lässt, wie viel man auslässt, das Muster wiederholt sich ja in dem Moment. Also werde ich euch immer wieder dann kommentieren, wenn das Anketten kommt, damit das dann auch sitzt. Jede Lücke immer mit der Anzahl an Maschen wie die Luftmaschen, der Anzahl von Stäbchen wie die Luftmaschen, die wir gearbeitet haben, arbeiten. So. Jetzt habe ich es einmal auf dem Kopf, jetzt habe ich es richtig rum. Ja, die Fäden hätte ich vielleicht doch vorher vernähen sollen, da würden sie jetzt nicht im Weg sein. Das ist, wenn man etwas fauler arbeitet. Hier haben wir gesehen, wie wir das angeschlungen haben und arbeiten das Ganze jetzt einmal rundherum. Wir arbeiten dann anstatt von der geraden Seite, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, dann immer von der verkürzten Seite aus weiter, damit wir, sage ich mal, nicht durcheinander kommen mit dem Anschlingen. Das zeige ich euch aber dann auch nochmal in Ruhe. Ich mache jetzt erstmal die Runde zu Ende füllen.
Jetzt bin ich am Ende angelangt. Der Faden, den habe ich ab. Und jetzt zeige ich euch hier nochmal am Weiß. Da kann man das, glaube ich, am besten erkennen. Wie gesagt, meine Fäden sind noch im Weg. Wir schlingen einmal unten und einmal oben an dem Stäbchen vor unserer Lücke immer an. Einmal hier unten, einmal hier oben. So. Dann wollen wir jetzt auf der anderen Seite jetzt anfangen mit dem Farbwechsel. Das wäre ja dann schwarz, weil wir dort mit schwarz zum Schluss gearbeitet haben und jetzt mit schwarz auch weiterarbeiten wollen. Wir lassen unsere 2 Lücken, weil auf der Seite haben wir unsere Abnahme. Die gerade Seite ist ja auf der anderen Seite, wo wir zusammen anketten. Ich suche mir die 2 Lücken raus. 1, 2. Hier ist mein Stäbchen. Ich zeige es mal von nahen. Da sind die 2 großen Lücken. Da ist mein Stäbchen. Hier schlinge ich an, damit ich gleich meine 2 zum Schluss ausgelassenen Lücken habe. Hier schlinge ich an, mache meine 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen. Und wir hatten davor 2 Luftmaschenlücke, also jetzt 3. Und wieder Stäbchen zum Stäbchen gucken, die Lücken wieder auslassen und nach dem Muster weiterarbeiten. 1, 2, 3 Luftmaschen für die Lücke, ein Stäbchen arbeiten. 1, 2, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, 1, 2 und 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, 1, 2, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, 1, 2, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen, 1, 2, 3 Luftmaschen, ein Stäbchen. Das Ganze, bis wir am Ende angelangt sind, weil wir brauchen ja keine Abnahme. Wir arbeiten uns ja hin zur geraden Linie und dann zeige ich euch gleich wieder, wie das mit dem Anketten funktioniert, wenn wir die Lücken füllen wollen. Eins, zwei, 3 Luftmaschen und das letzte Stäbchen. Jetzt muss ich gerade selbst etwas schauen, wo sich dieses letzte Stäbchen hier befindet, damit wir alles wieder auf eine Ebene packen. Hier wäre die Lücke zum nächsten. So, jetzt zeigen wir mal wieder eine Runde, wie wir das Anketten machen. Und zwar haben wir einmal hier von unserer Spirale oben und unten verkehrt herum. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen. Ich hätte echt die Fäden besser wegschneiden sollen. So, das ist einmal unten, das ist einmal oben. Wir gehen einmal oben um das Stäbchen herum, vom schwarzen, eine Luftmasche und
unten durch die Lücke. Moment, jetzt habe ich den Faden mitgenommen, durch die Lücke und ketten hier auch einmal an. So haben wir Stäbchen an Stäbchen sozusagen gearbeitet durch die 3 Luftmaschen. Wir drehen das Ganze um, können den Anfangsfaden gerne mitnehmen, ein Stück, da sich dieser ja, wie gesagt, noch nicht vernäht worden ist, und füllen die Lücken mit den Anzahl an Stäbchen, die wir die Luftmaschen gemacht haben. Diese Runde sind es 3, also 3 Stäbchen in die Lücke, ein Stäbchen, wo das Stäbchen ist, und wieder 3 in die Lücke, einmal rundherum, bis wir am Ende angelangt sind. Dann folgt wieder ein Farbwechsel.
eine Luftmasche, dann kann der Faden auch schon wieder ab. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Man kann auch schön erkennen, wie es aussieht, als ob das Spiralmuster einfach fortlaufend weiterläuft. Jetzt folgt wieder ein Farbwechsel. Wir arbeiten wieder mit Weiß, kommt jetzt dran, und zwar nicht vergessen, wir lassen die letzten beiden großen Lücken aus. Ich drehe mir das Ganze mal nach oben. Hier sind meine größeren Lücken von Grau ausgelassen, 1, 2. Hier ist also mein Stäbchen. Dort schlinge ich an und arbeite jetzt mit Weiß. 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen. Und das Ganze dann wenden. 4 Luftmaschen für die Lücke. 1, 2, 3 und 4, weil davor hatten wir 3, jetzt nehmen wir 4. Ich suche mir wieder mein darunterliegende Stäbchen zwischen den Lücken immer. Man sieht die 3 Stäbchen und dort ist mein Stäbchen, wo ich jetzt weiterarbeite. Das heißt, ich muss das Ganze gar nicht zählen. Ich kann immer, wo die Lücken in der Mitte waren, diese auslassen. 4 Luftmaschen für die Lücke. Da ist mein Stäbchen und hier wieder ein Stäbchen arbeiten. Das Ganze, man sieht immer schön, wie sich in der Mitte die Stäbchen befinden und rechts und links ein Stäbchen ist. Das Ganze arbeiten wir jetzt einmal wieder zurück. Dann zeige ich euch wieder, bevor wir befüllen, wie man das Ganze ankettet. Mein letztes Stäbchen für die Reihe. Und jetzt können wir auch schon wieder anketten. Wir nehmen das letzte Stäbchen von der geraden Reihe, beziehungsweise dann das erste. Einmal oben
um das Stäbchen herum anketten. Na, jetzt ist mein Faden nicht voll fest. So, eine Luftmasche und einmal in die Lücke, das heißt unten um dieses Stäbchen auch herum einmal anketten. Das war es auch schon, mehr ist es eigentlich nicht. Man dreht das Ganze dann auch wieder um und folgt dem Muster 4 Stäbchen in die Lücke. 1, 2, 3 und 4. Ein Stäbchen, wo das Stäbchen ist. Na, Anfangsfaden, komm mit. Und wieder 4 Stäbchen in die Lücke arbeiten. Und das Ganze einmal wieder bis zum Ende befüllen. So befüllt ihr das Ganze jetzt, bis ihr am Ende angelangt seid. Einmal komplett rundherum. Man kann, wie gesagt, schön sehen, wie dieser Farbverlauf sich einmal um die eine Runde und um die andere Runde dreht. Ich zeige euch jetzt hier, weil danach wir mit Grau weiterarbeiten, jetzt einmal so, wenn das Ganze gerade wäre, wenn man von der Seite aus arbeiten würde, damit man es auch einmal hier sieht. Einmal unten, einmal oben. Nur wenn wir von der anderen Seite kommen, ist das Ganze spiegelverkehrt, weil wir ja dann unten, oben, oben, unten haben. Ich weiß, klingt komplizierter als es ist, aber ich werde euch das Runde für Runde jetzt noch zeigen, wie ihr das Ganze dann weiterarbeiten müsst. Jetzt arbeiten wir mit Grau. 2 Lücken auslassen, in das Stäbchen davor einstechen, anschlingen, 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen, wir hatten davor 4, also kommen jetzt 5 Luftmaschen für die Lücke. Einmal wenden und dort ist mein Stäbchen, ein Stäbchen arbeiten. Die Stäbchen der unteren Reihe sind alle in einer Linie, das ist eigentlich relativ einfach. Setzt wieder 5 Luftmaschen für die Lücke, da wir davor 4 hatten. Jetzt wie gesagt 5 und das einmal, bis ihr am Ende angelangt seid. Bevor wir wieder befüllen, werde ich euch zeigen dann nochmal, wie das Ganze mit dem Anketten funktioniert.
So, mein letztes Stäbchen für diese Reihe und jetzt wird wieder angekettet. Ja, vorher den Faden echt vernähen ist wirklich dann einfacher. So, dann wollen wir das Ganze wieder anketten. Hier ist unser letztes Stäbchen von Grau. Einmal oben um Stäbchen herum eine Kettmasche. Das heißt, wir holen den Faden durch die Schlaufe und fest. Eine Luftmasche und einmal unten um das Stäbchen herum, das heißt durch die große Lücke. Faden mal weg, damit man es sieht. Einmal durch die Lücke, umschlingen, festziehen, das Ganze umdrehen und wir fangen wieder an, die Lücken zu befüllen. Wir hatten jetzt 5 Luftmaschen, also machen wir in die Lücke auch 5 Stäbchen und das Ganze bis zum Ende. Jetzt folgt Schwarz. Ich lasse wieder meine 2 großen Lücken zum Schluss aus, steche in das Stäbchen davor ein, schlinge mit Schwarz an. 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen. Wir hatten jetzt 5, also folgen nun 6 Luftmaschen für jede Lücke. Das Ganze einmal drehen und nach dem Muster weiterarbeiten. Einmal bis zum Ende durch. Ich drehe das Ganze mal um, bis ihr dann angelangt seid. Bei dem letzten Stäbchen, was ich jetzt hier mache, euch dann nochmal das Anketten auch zu zeigen. Hier ist mein letztes Stäbchen. Moment, hier. So, jetzt schlingen wir das Ganze wieder an. Halt, stopp, ich bin doch eins zu weit. Einmal zurück. Wo ist mein letztes Stäbchen? Hier ist mein letztes Stäbchen. Jetzt ketten wir das Ganze beim Schwarzen an. Einmal oben um das letzte Stäbchen von dieser Muschelreihe. Einmal oben rum anketten, eine Luftmasche und einmal in die Lücke, das heißt von unten rum einmal anketten. Den Faden mal weg. So, einmal in die große Lücke, einmal durch, Faden holen, anketten, das Ganze umdrehen und wir befüllen wieder die Lücken.
Jetzt mit 6 Stäbchen, da wir auch 6 Luftmaschen für die Lücke gemacht haben. Einmal bis zum Ende rundherum. Und ein letztes Mal. Unsere Anfangsfarbe, sprich jetzt unsere Endfarbe, das Weiß ist nun dran. Wir lassen die letzten beiden großen Lücken wieder aus. 1, 2, hier könnt ihr unser Stäbchen sehen, da stechen wir ein, schlingen mit der neuen Farbe an, machen 3 Luftmaschen fürs erste Stäbchen. Und anstatt jetzt 6 Luftmaschen für die Lücke machen wir 7. Also 7 Luftmaschen für die erste Lücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Ja, das gehörte noch 2 Stück zum Stäbchen, Entschuldigung. Einmal einstechen unter dem anderen Stäbchen und wieder das Muster einmal bis zum Ende durcharbeiten, damit wir dann wieder die Lücken füllen können und vorher ein allerletztes Mal anketten.
So, mein letztes Stäbchen in der Reihe. Jetzt werden wir das Ganze wieder anketten. Und zwar einmal oben um das letzte Stäbchen herum anketten. Eine Luftmasche und unten durch den großen Bogen einmal durch, anketten, umdrehen und 7 Stäbchen in die Lücke, da wir auch 7 Luftmaschen gemacht haben. Und das einmal bis zum Ende durch, dann kann der Faden auch schon wieder ab. Dann sind wir auch schon am Ende und wir müssen nur noch alle Fäden danach vernähen. Das Ganze etwas plätten, glätten, wenn es sein muss. Wenn man etwas lockerer habe ich teilweise hier und etwas fester gearbeitet, so wälzt sich das Ganze ein wenig, aber das legt sich dann auch noch gut aus. Der Rand in der Mitte, wie man sieht, ist schön sauber und gerade miteinander verbunden. Und dann seid ihr auch schon am Ende angelangt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vernäht dann einfach noch alle Fäden. Und ich sage dann schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.